Irgendwie sieht das schief aus, oder? Hallo meine Lieben, in diesem Video werde ich mit euch die Redstone-Lampe nachdesignen. Und zwar Schritt für Schritt von Anfang an. Und zwar in SketchUp. So, wir werfen einmal einen Blick in das letzte Video. So. Und zwar kann man hier schön sehen, dass die Textur in Minecraft zum einen schön pixelig ist und zum anderen, dass man sie schön auszählen kann. Sämtliche Blöcke sind hier mit 16 x 16 Pixel quasi aufgeteilt. Diese roten wollte ich ja jetzt rausschneiden. Da habe ich mir überlegt, wie groß muss die kleinste Einheit hier sein, damit ich sie noch vernünftig bearbeiten kann. Und da kommt man relativ schnell dann auf 1 x 1 cm. Das ist so die Größe, die man noch mit der Nadelfeile gut bearbeiten kann und mit der Dekopiersäge. Davon ausgehend, dass das hier 1 x 1 cm ist, haben wir ein Gesamtmaß von 16 x 16 cm. Das ist auch ein Maß, was man noch gut auf den Plan bringen kann zum Ausdrücken. Ja, und so kann man das relativ einfach hier auszählen und nachbasteln. Dafür machen wir jetzt einfach mal SketchUp auf. So. Und dann starten wir mit der Grundfläche von 160 x 160. Ich baue jetzt als erstes ein Seitenteil. Dieses quasi hier. Wir bauen es erstmal liegend. Dann geht's los hier oben mit 1, 2, 3, 4 nach links frei und 2 nach unten. Das heißt 40 x 20. Dann nehmen wir uns das Stifttool, fangen hier oben links an, gehen 40 nach rechts und von dort aus 20 nach unten. Dort dann 10 nach rechts, 10 nach unten, 10 nach links und wieder zurück. Kann das hier auch. So. So, der nächste ist dann von der unteren rechten Kante 20 nach rechts, 10 runter, 20 rechts. 20 rechts, 10 runter, 20 rechts. Dann von dieser Kante 30 rüber, 10 hoch. 20 nach rechts. Und das Ding wieder zumachen. Dann von hier, von links, 10 runter, 20 nach links. Ups. 10 runter, 20 nach links. Dann 10 runter, 20 links, 10 runter. Dann 50 nach rechts, 10 hoch. 10 nach links und zumachen. So, dann hier zwischen 20 frei. Und dann ein Block von 20 x 20. Dann von der linken Kante hier 10 runter, 20 nach links. 10 runter, 20 rechts. So, ich sage jetzt nicht im Detail, was ich jetzt hier an Tastenkombinationen benutze. Ich denke mal, das meiste sollte bekannt sein. Wenn nicht, also wenn ihr da Bedarf habt, sagt mir bitte Bescheid. Dann kann ich die Tasten auch mit ansagen oder mit einblenden, was ich jetzt im Einzelnen drücke hier. So. Haben wir alle, ne? Ja. Ja, das ist so das Grunddesign. Und so sind eigentlich alle Blöcke in Minecraft aufgebaut. Also zumindest alle Erze. Redstone, Kohle, Gold, Diamant. Die haben, glaube ich, alle dieselbe. So, jetzt können wir die Flächen hier rausnehmen. Und ich glaube aufpolstern heißt das. So, ich habe hier 9 mm benutzt. Das heißt, wir drücken das Ding jetzt hier auf 9 mm hoch. Und dann können wir mal zwischendurch speichern. Das ist jetzt unser Seitenteil. Als nächstes brauchen wir hier die Gärung drin, damit wir die Schnittkanten von dem
Multiplex hier nicht sehen. Dieser eine Punkt hier oben ist in der Textur immer oben links zu finden. Das heißt, wir müssen die Gärung jetzt in diese Richtung hier einbauen. So, dafür gehe ich einfach hier auf dieser Kante 9 mm nach rechts. Zeichne dann hier einmal quer hoch. Ups. Hallo. Hallo. So. Und nimm den weg. Drüben genau das gleiche. So. Als nächstes brauchen wir hier die Einfräsung oder die Nut für den Deckel und für das Bodenteil. Dafür nehmt ihr einfach, oder habe ich genommen, einfach hier auf halber Strecke einmal eine Linie rüber und das Ding dann 9 mm reingeschoben. So, hier genau das gleiche. So, und was ich jetzt vergessen habe, das fällt mir wieder früh ein, wir hätten dafür noch eine Kopie machen müssen. Machen wir mal jetzt. Dann seht ihr auch gleich, wie man sowas wieder rückgängig machen kann. Und zwar brauchen wir das für den Deckel. Das heißt, den hier nehmen wir nochmal 9 raus. Und dann die Linie wieder weg. So. Und dann müssen wir auch hier diese Gärung wieder wegnehmen. Das ist eigentlich auch recht unspektakulär. Hier muss man nur aufpassen, dass jetzt hier die rote Linie angezeigt wird und nicht irgendwas Schwarzes. Das besagt dann nämlich, dass man sich wieder parallel zu einer der Achsen bewegt. Ne? Entweder jetzt in diesem Fall die rote ist jetzt hier diese Achse, dann gibt es die blaue in die Senkrechte und die grüne jetzt den Weg. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier einmal so und den quasi auf der auf der blauen. Der kann weg. Damit haben wir jetzt hier wieder so ein kleines Teil hingebaut. Hoch. Genau. So, da sind wir. Und dann den wieder 160 aufpolstern. Die Linie weg. Die Linie weg. Und die da hinten weg. Und damit ist das wieder eine Fläche. Oder ein Körper. Hier genau das gleiche. So, das ist nachher unser Deckel hier. Den schieben wir ein Stückchen weg. Und hier haben wir unser Seitenteil. Das kann man jetzt einmal komplett markieren. Und dann eine Gruppe draus bilden. So, zum Aufrichten und hin und her drehen gibt es einen kleinen Trick, den ich mal mache. Weil das macht sich hier mit den ganzen Gärungen recht bescheiden mit dem Tool hier. Ich mache mir dazu mal so einen kleinen Würfel, den ich dann als solches auch nochmal gruppiere. Dann setze ich den da oben rauf und gruppiere beide zusammen nochmal. Dann habe ich hier eine schöne Kante, wo ich das ganze Ding greifen und ausrichten kann. So. Einmal eine Kopie. Die drehen wir uns dann jetzt 90 Grad. Setzen uns den da auf die Kante. Noch eine Kopie. Ja. Einmal noch. So. Jetzt haben wir die 4 Seitenteile. Dann können wir die wieder einmal exploden. Hätte man auch ungroupen nennen können, aber explode geht auch. So, jetzt, damit der Deckel hier reinpasst, das war auch im Video zu sehen, muss jetzt hier natürlich wieder ein bisschen was weggenommen werden. Und zwar auf allen 4 Seiten genau die Hälfte von der Stärke, also 4,5 mm, muss jetzt auf jeder Seite weg. Geht das hier mit Komma? Offensichtlich. So, jetzt sollte das Ding 151 sein. Genau.
Jo. So. Das ist der Deckel. Einmal gruppieren. Und einsetzen. Jetzt brauchen wir noch die Grundplatte. Das ist dann äquivalent hierzu, also 151. Nein. Und 9 mm hoch. So. So, und das war schon der Hauptwürfel einmal. Jetzt können wir uns das ganze Ding nochmal kopieren. Dann verschieben wir uns den. Und dann können wir die Explosionszeichnung machen. Und dafür nehmen wir uns einfach das Ding. Schieben die jetzt 33 raus. So. Und dann brauchen wir noch diese gestrichelten Linien. Das ist jetzt bestimmt nicht die beste Lösung. Also wenn jetzt jemand eine Lösung kennt, die ein bisschen eleganter ist. Also ich kenne das aus anderen Programmen, dass man einfach eine durchgezogene Linie macht und dann sagt, das ist jetzt halt keine Linie, sondern eine Strichpunkt oder gestrichelte oder whatever. Ich kenne hier aber keine andere Funktion, also ich mache das einfach 3, 3, 3, 3 und so weiter. So, dann kopiere ich mir das Ganze. Und dann nehme ich entsprechend das weg, was zu viel ist. Hier muss noch einer sein, genau. So. Und deswegen auch 33, weil das dann genau hinkommt. So, das Ganze kann dann hier oben auch dran. Ja, nur so. So, das ist unsere Explosionszeichnung. Wahrscheinlich nicht diengetreu, aber ich bin auch kein technischer Zeichner. Ist ja alles nur Hobby, was wir hier machen. Insofern soll das reichen. So, und das letzte, was wir brauchen, ist dann von jedem Teil, also Deckel, Boden und Seitenteil, jeweils nochmal eine Kopie, um die Bemaßung anzubringen. So, den wir hinlegen. Ja, das war aber nicht. Ja. 20. Hä? Was geht? 20. 20. Ja. Oh, komisch. So, kopieren. Da wieder rein. Und dann dieses Mal so rum. So, einmal. Symmetrie. So,
Zum Bemaßen mache ich das mal wieder in Ungroup hier, damit ich das nachher noch alles zusammengruppieren kann. Und dann gehören die Maße zu dem Objekt dazu. Ansonsten kann es passieren, dass wir das Objekt nochmal wegschieben und die Maße bleiben da. Man kann das natürlich umgehen, indem man alles hier vernünftig mit Layern ansortiert. Aber dafür soll das reichen. Für so einfache Projekte braucht man nicht unbedingt in verschiedenen Lagen arbeiten. So, einmal die Bemaßung ran. Quick and dirty. Nicht schön, aber selten. So, die Bemaßung für die ganzen Ausschnitte hier, die zeichne ich hier nicht mit rein. Da wir dafür ja den ausdruckbaren Plan machen, also das Template quasi zum Aufkleben. Vielen Dank übrigens nochmal an den netten Kollegen, der mir das Blue Tape und das Papier zugeschickt hat. Der Sprühkleber ist noch nicht da. Ich habe mich sehr gefreut. Werde das dann mal ausprobieren. Das war's eigentlich soweit. Einmal speichern. Und für die Pläne mache ich das dann meistens, oder mache ich es immer so, dass ich mir dann die Teile hier nehme, einmal verstecke, dann blende ich mir die Achsen aus und dann gehe ich einmal hier rein, so wie mir das gefällt. Die Größe ist erstmal nicht ganz so wichtig. Die passe ich nachher im anderen Programm an. Und ja, super. So, und dann einmal exportieren 2D. So, wie nennen wir das? Einmal 3D. Wichtig hier ist, dass ihr PNG wählt, weil JPEG gibt so ganz hässliche Artefakte an den Kanten. Das kann ich euch auch nochmal in Ruhe erklären, wer sich dafür interessiert. So, dann sagen wir Unhide All. Dann den raus. Die 3 Kollegen raus. Und quasi das Ganze irgendwie sieht das schief aus, oder? Egal. 2D. Das Ding nennen wir Explo. Unhide All. Die raus. Oh, geht auch so. Ja, deswegen hier 200 mm zwischen, weil wir müssen die Bilder sowieso noch nachbearbeiten. Brauchen wir eigentlich nicht jedes Mal Unhide sagen. Wir können das auch so exportieren und schneiden das nachher sowieso nochmal zurecht. Ich habe gesehen in der Online-Free-Version, da kann man das Ding so schön flach hinlegen, als wenn man es als 2D-Zeichnung haben möchte. Ich habe das hier leider noch nicht gefunden, also wer weiß, wie das geht. Lasst mal bitte einen Kommentar da. In der Free-Version, also die im Webbrowser läuft, da weiß ich allerdings nicht, wie man da speichern kann. Also irgendwie ist das so ein bisschen schade. Export 2D. Das Ding nennen wir jetzt Seite. 4-mal. Dann Export. Deckel. Und Export. Boden. Alles wieder rein. Achsen wieder rein. Speichern. Ja. Ihr seht, kein Hexenwerk. Als nächstes nehme ich, wo habe ich es? Da.
Paint.net. Und da ziehen wir jetzt die Bilder ein nach dem anderen rein. Einfach hier so, zack, zack, öffnen. Dann gibt es hier so ein schönes Zauberstab. Schönen Zauberstab. Toleranz auf 0 runter. Und dann den Hintergrund einfangen. Dann Steuerung I. Damit wird die Auswahl umgekehrt. Also invertiert. Und dann Steuerung C. Kopieren. Und anstatt Steuerung V jetzt Steuerung Alt V. Dann wird die kopierte Auswahl als neues Bild eingefügt. Und das kriegt dann auch exakt die Maße, die für die Auswahl benötigt werden. Und das Ding jetzt einfach speichern. Und wir nennen das Trans. Für transparent. Speichern. Der zu. Und das Ganze mit allen. So, als nächstes nehmen wir Affinity Designer. So, dann mal neu. Web. Ne, Web nicht. Drucken. A4. Zack. Transparenten Hintergrund brauchen wir nicht. Erstellen. Und dann nehmen wir uns hier die Trans und Trans. Ziehen uns die hier einmal rein. Und dann sortieren wir uns hier ein bisschen. Die sind jetzt natürlich relativ klein, um da die Maße zu erkennen. Um das nachher als nutzbaren Plan zu haben, macht ihr das dann natürlich auf, oder habe ich das gemacht, auf mehrere Blätter verteilen. Aber ich denke, das Prinzip ist klar hier. So sieht das dann im Grunde aus. Das können wir auch nochmal an anderen Projekten im Detail dann nochmal durchgehen, wo das Grundobjekt nicht ganz so kompliziert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, wenn es irgendwas, Verbesserungsvorschläge, Ideen, Wünsche, Fragen, alles in die Kommentare bitte. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video.